Hallo Leute, ich bin Sarah, eine Frohnatur mit Fernweh. Und auf meinem Kanal Moments of Travel nehme ich euch mit auf meine Reisen durch die Weltgeschichte. Paris hat den Eiffelturm, Rom hat das Pantheon und Luxemburg hat, ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich und Achtung haben Bock, es herauszufinden. Wir sind in Luxemburg und der holt sie jetzt nicht ab. Von unserer Unterkunft in Flughafennähe fahren wir mit den Öffis rund 25 Minuten bis in die Innenstadt. Aber alles ganz easy, denn Ein Pluspunkt, den Luxemburg City direkt hat, oder Luxemburg im Ganzen, der ganze öffentliche Nahverkehr ist kostenlos, sowohl für Einheimische als auch Touristen. Ihr könnt also ein- und aussteigen in alle Busse und Bahnen, wie ihr wollt, und erkunden. ich vermute, ihr wisst genauso wenig wie ich über diese Stadt. Ich werde euch also die wichtigsten Sehenswürdigkeiten vorstellen und am Ende auch noch meine persönliche Restaurantempfehlung als Bonus. Sollen wir loslegen? Einer der ersten Anlaufpunkte für mich in einer neuen Stadt ist immer die Touristeninformation. So altbacken wie es klingt, ihr bekommt hier Free Maps, also freie Stadtkarten. Ihr bekommt erste Infos, wo ihr hingehen könnt. Uns wurde nämlich gerade erzählt, dass es nachher noch verschiedene Stadtführungen gibt auf verschiedensten Sprachen. Falls ihr also keine Ahnung habt, könnt ihr immer zuerst zur Touristeninformation gehen und euch erste Infos holen. Der erste Eindruck, den ich habe, ist, es gibt viele neue, moderne Gebäude, die aber umgeben sind auch von alter Architektur. Es gibt hier 3 Hauptsprachen, Deutsch, Französisch und Luxemburgisch, sodass ihr hier euch auch mit Deutsch wunderbar verständigen könnt. Wir sind jetzt auf dem Place d'Armée angekommen. Das ist ein Ort, an dem ihr viele Cafés und Restaurants findet. Platz zum einfach Leute gucken, wenn ihr darauf Lust habt. Wir sind jetzt hier im Februar, der Platz wird gerade auch umgebaut. Ich kann mir aber vorstellen, dass es im Sommer hier mit den angrenzenden Gebäuden echt ein Platz ist, der von den Leuten frequentiert wird. Nur einen Katzensprung entfernt liegt inmitten der Oberstadt dieser Platz, an dem unter anderem das alte Rathaus steht, und freitags findet hier ein Wochenmarkt statt, von dem ihr auch hier noch ein paar Stände sehen könnt. Der Platz trägt seinen Namen übrigens von Wilhelm II., einem ehemaligen Großherzog des Landes. Ihm ist auch die Pferdestatue gewidmet. Da die Temperaturen eisig sind, entscheiden wir uns erst einmal, ein Café aufzusuchen. Aufgewärmt und mit Koffein in den Adern lässt sich die Route für den Tag doch gleich viel leichter planen. Dabei liebe ich es, auf eine Mischung aus sowohl analoger als auch virtueller Stadtkarte zurückzugreifen. Fertig geplant, machen wir uns wieder auf den Weg. Here in summer it could be amazing, Liam. Look at that. Ursprünglich war dieser Ort Teil der Festungsanlage der Stadt. Heutzutage ist er Touristenmagnet, da hier das Gelle Fra, also Goldene Frau-Denkmal steht, das Symbol für die Freiheit Luxemburgs. Zugegeben, im Winter macht der Platz gerade nicht viel her, aber im Sommer mit blauem Himmel ist hier sicherlich viel los. Es ist so viel kälter als in Deutschland gerade und ich bin richtig froh, dass ich Mütze und alles mit habe. Es ist richtig schweinekalt. Doch davon lassen wir uns nicht stoppen, denn der Platz bietet einen Panoramablick auf Stadt, Tal, Festung und die umliegenden Brücken, wie die Adolfbrücke. Zur gesagten Brücke machen wir uns jetzt direkt auf. Das ist so cool. Bei der Pont Adolf könnt ihr nämlich einmal oben und aber auch unten lang laufen. Und unten ist wirklich nur Fußgänger und Fahrradfahrer. Und guckt euch an, wie cool das ist. Wenn ihr Glück habt, habt ihr nämlich die ganze Brücke für euch ganz allein. Ein Tipp für alle, die nicht sicher sind, ob sie die Brücke aufgrund von Höhe betreten können. Solltet ihr ein bisschen Höhenangst haben, ich habe auch welche und ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ab du ein bisschen schon, aber ehrlicherweise glaube ich nicht, dass ihr Angst haben müsst. Nach Verlassen der Brücke erleben wir oben eine Überraschung. Die Sonne kommt gerade raus. Oh, so schön. Richtig schön. Im Anschluss geht es für uns noch einmal in die Oberstadt.
Hier gibt es an jeder Ecke etwas zu entdecken und besonders gefallen mir die vielen kleinen süßen Shops, Cafés und Restaurants. In der Innenstadt könnt ihr alles easy, also einfach fußläufig erreichen. Ich würde euch nur empfehlen, tragt keine hohen Schuhe und vor allen Dingen keine High Heels, da es hier sehr viel Kopfsteinpflaster gibt und es könnte ein bisschen schwierig werden. Der Palast ist seit Ende des 19. Jahrhunderts die offizielle Residenz der großherzoglichen Familie. Wir haben Glück und sehen die traditionelle Wachablösung. In der Regel findet diese täglich, alle 2 Stunden statt. Die genauen Zeiten können aber variieren. Achtet zudem auf die Fahne, denn wenn diese gehisst ist, ist der Großherzog zu Hause. Im Sommer könnt ihr einen Teil des Palasts sogar besichtigen. Plant das aber im Voraus ein, denn die Plätze dafür sind begrenzt. Wir gehen da. Hat euch das Video bisher gefallen? Dann vergesst nicht, diesem ein Like zu geben. Und wenn ihr noch weitere Tipps zu Luxemburg habt, dann packt sie gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr euch für Geschichte interessiert, möchte ich euch das Letzenburg City Museum ans Herz legen. Da könnt ihr die 1000-jährige Stadtgeschichte von Luxemburg City erleben. Und mit 5 € Eintritt finde ich, ist das auch noch absolut machbar. Und nun geht's zu der Sehenswürdigkeit, die hier auf allen Postkarten zu Luxemburg stattfindet. Ein absolutes Must-See und wenn ihr nun wenig Zeit in der Stadt habt, lauft zum Chemin de la Corniche. Das ist eine Straße, von der ihr aus auf die ganze Altstadt gucken könnt. Absolut wunderschöner Ausblick. Guckt es euch an, ist richtig schön. Und im Sommer wahrscheinlich noch besser. Er wird nicht ohne Grund als schönster Balkon Europas bezeichnet. Denn von hier habt ihr einen schönen Blick auf das Alzettetal und das historische Viertel Grund. Auch die Neumünsterabtei und die Bockkasematten sind von hier aus sichtbar. Weiteres stelle ich euch nachher noch vor, doch jetzt führt uns der Weg erstmal zur Michaelskirche. Sie ist eine der ältesten Kirchen des Landes und wenn ihr in der Nähe seid, lohnt sich der Abstecher. Noch eine Ergänzung, warum ich euch raten würde, flache Schuhe oder bequeme Schuhe anzuziehen. Da sich die Stadt in Unter- und Oberstadt aufteilt, müsst ihr viel hoch und runter laufen und das macht in bequemen Schuhen wesentlich mehr Spaß. Mich mehr beeindruckt hat hingegen die Kathedrale, die die einzige in ganz Luxemburg ist. Nicht zu verwechseln mit der in Paris. Das Innere ist reich verziert mit hohen Gewölben, vielen farbigen Glasfenstern, die Szenen aus dem Leben Jesu und Heiligenfiguren darstellen. Überrascht haben mich aber die vielen Beichtstühle, was wohl eher ein Relikt der Vergangenheit ist, obwohl auch heute noch Beichten abgenommen werden sollen. Wenn ihr euch entscheiden müsst, würde ich die Kathedrale empfehlen. Im Hintergrund könnt ihr das Europaviertel auf dem Kirchberg sehen, das für seine futuristischen Gebäude und Parkanlagen bekannt ist. Leider haben wir keine Zeit, es zu sehen, möchte euch den Tipp aber nicht vorenthalten. Nächster Stopp, die Kasematten. Es gibt 2 verschiedene Kasematten. Wir entscheiden uns für die Bockkasematten und damit für die bekannteren. Aber vielleicht erstmal einen Schritt zurück. Was sind denn die Kasematten überhaupt? Das kläre ich gleich im Innern auf. Jetzt geht's erstmal rein. Tickets könnt ihr vorab online buchen oder direkt vor Ort. Und dann wird euch ein Zeitfenster zugeteilt, an dem ihr das Gelände betreten dürft. Wir gehen jetzt erkunden in den Kasematten. Ihr werdet es nicht glauben. Wir hatten gerade wirklich ein Sekundenglück. Denn bevor wir reingelaufen sind in den Eingang zu den Kasematten, es war bewölkt, aber ohne Regen, ohne alles. Wir kommen in die Kasematten, den ersten Ausblick, den wir haben, kompletter Hagelschauer. Wow. Mehr als perfektes Timing also, dass wir nun die weitläufigen überdachten Tunnel erkunden. Ich habe gelesen, dass es im Sommer hier unten schön kühl sein soll. Wenn ihr aber im Winter hier sein solltet, nehmt eine extra Ladung Klamotten mit. Gerade ist es schon deutlich kälter hier drin, als es eigentlich draußen ist. Und jetzt dann auch die Erklärung zu den Kasematten. Denn mir hat der Begriff vorher nichts gesagt.
Dabei handelt es sich um Verteidigungsanlagen, die in den Felsen gehauen wurden und die sich über mehrere Etagen und rund 17 Kilometer Weglänge erstrecken, obwohl nur rund 2 Kilometer zugänglich sind. Ursprünglich dienten sie unter anderem der Lagerung von Waffen, als Schutzraum für Soldaten und die Zivilbevölkerung und als Rückzugsort während Belagerung. Ich habe sogar gelesen, dass sie während des Zweiten Weltkriegs Platz für bis zu 35.000 Menschen boten. Hier ist Ende. Ende? Ja, hier ist Ende. Hier ist auch eine Sackgasse. Also für die Sackgassen. Heute sind sie und die Altstadt Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Verlaufen könnt ihr euch im Innern übrigens nicht. Besonders beeindruckend finde ich, dass die Gänge bis zu 40 Meter in die Tiefe reichen. Also, wenn ihr Klaustrophobie habt, ist das hier nichts für euch. Das wird immer enger. Ende. Ende? Und jetzt geht's wieder hoch. Komm her. Jetzt ist Abdel dran. Das ist so kaputt. Ja? Oh mein Gott. 300? 92? 92? Ich denke. Wow. The cave, and then you can have the views from the cave. That's really good. Die Kasematten verbinden Abenteuer mit Einblicke in die Vergangenheit und tollen Blicken auf Luxemburg. Wir sind zwei Quatschköpfe. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, verpasst auf keinen Fall die Outtakes am Ende. Abdus eine Rakete. Danach verlassen wir die Kasematten und ich muss sagen, Das war richtig cool. Und jetzt ist Zeit zum Essen. nachmittags machen wir uns auf zu einem Verkehrsmittel, das gleichzeitig auch eine Attraktion ist. Der Pfaffental-Panoramaaufzug verbindet seit 2016 die moderne Ober- mit der historischen Unterstadt. Die Kabine ist teils verglast und so habt ihr einen tollen Blick auf Stadt und Tal. Da auch der Aufzug Teil der öffentlichen Infrastruktur des Landes ist, könnt ihr auch diesen kostenlos nutzen. Pluspunkt, er ist barrierefrei ausgebaut. Innerhalb von 30 Sekunden fahren wir 71 Meter in die Tiefe. Neben dem Eingang in den Aufzug gibt es oben übrigens auch eine Plattform mit Fenster und Glasboden. Ein Besuch lohnt sich allein deshalb schon. Unten angekommen erkunden wir ein wenig das Viertel Pfaffental, das zusammen mit den Vierteln Grund und Klausen die Unterstadt bilden. Eng bebaute Gassen, alte Häuser und charmante rustikale Straßen prägen unseren Spaziergang. Wir laufen die alten Stadtmauern hinauf in Richtung Grund und wieder einmal zeigen sich die Höhenunterschiede in der Stadt. Ich wünschte, ihr könntet wirklich sehen, wie steil es gerade nach unten geht. Das ist nicht wirklich sichtbar gerade. Aber es ist krass steil. Ernsthaft. Wir laufen jetzt runter in die Unterstadt und hier soll tatsächlich die richtige Altstadt sein. Also so wie Luxemburg City ursprünglich ausgesehen hat und soll einen ganz anderen Vibe haben als in der Oberstadt. Ich bin gespannt. Der Alzette-Fluss schlängelt sich gemütlich durchs Viertel und verleiht der Gegend eine entspannte Stimmung. Nachdem wir es am Vormittag schon von oben gesehen haben, erleben wir dieses zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende und eines der ältesten Viertel der Stadt nun selbst hautnah. Die typischen Häuschen mit bunten Fassaden und Schieferdächern sind aus dem Mittelalter und bieten viele Fotomotive. Zu dem Zeitpunkt schon ordentlich durchgefroren, ziehe ich auf einem der Aussichtspunkte der alten Stadtmauer ein Tagesfazit. Wie war dein Tag? Schön. Wir haben ein neues Land gesehen, wir haben eine neue Stadt gesehen, wir haben erkundet. Ich fand's richtig toll. Jetzt ist sogar noch die Sonne rausgekommen und wir haben blauen Himmel. No. Hätte besser gar nicht sein können. Wir lassen die Gegend noch etwas auf uns wirken und machen uns dann auf den Rückweg. Und damit fesselt ihr euch jetzt nämlich. Wir haben euch unsere persönlich schönsten Eindrücke und Attraktionen von Luxemburg gezeigt. Falls ihr auch beim nächsten Video dabei sein wollt, abonniert gerne. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne ein Like
Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Mal das. Auf geht's. Ja, auf geht's. Hallo Sarah. Paris hat den Eiffelturm. Was ist das für das andere? The camera here. Sag mal. Hey, no. Oh, das ist schön, Baby. Ja, eine schöne Frau. Danke. So cool. Okay. Das ist so cool. Bis dann. Das war's.